Das große Turnier von Lyonesse. Die meisten von euch haben mit Sicherheit schon das Video gesehen, das Balduin und ich gedreht haben. Wir hatten eine Menge Spaß und es war auch eine Menge Arbeit. Aber für all diejenigen von euch, die sich fragen, was passiert eigentlich im Hintergrund, haben wir uns gedacht, mache ich auf meinem Kanal das Video, wie das große Turnier von Lyonesse entstanden ist. Denn es ist doch einiges an Arbeit notwendig, bis Ritter auf einen Knappen zureiten können oder ein Wettreiten beginnen kann. Natürlich bedeutet das einiges an Arbeit, einiges an Ideen und manchmal sind die Methoden, die wir benutzt haben, sehr, sehr simpel und einfach, wie ihr schon sehen könnt. Was aber nicht heißt, dass nicht auch einiges daneben gehen konnte. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Making-of des großen Turniers von Lyonesse. Bevor mit den Filmaufnahmen begonnen werden konnte, mussten allerdings erstmal die Statisten und Hauptdarsteller in Position gebracht werden. Und natürlich haben wir auch die ersten Kamerafahrten gemacht und ausprobiert, wie es aussehen würde und was man machen kann. Für die Kamerafahrten lag die Kamera einfach auf einer kleinen Pappbox, aber während wir das gefilmt haben, kam uns die Idee, warum nicht beim nächsten Mal Märklin-Schienen zu verwenden und einen kleinen Rungwagen. Das würde wahrscheinlich noch besser funktionieren. Die fertigen Aufnahmen dieser Fahrt seht ihr jetzt hier. Die Ritter bereit, sich ins Turnier zu stürzen. Renard de Caire aus Moussillon, Philippe de Forêt aus dem schönen Artois, gefolgt von Ritter Siegmund von Hochwald, dem einzigen imperialen Teilnehmer dieses Mal. Dann ein Blick in meine Schmiede, die zwar nicht in Lyonesse steht, die wir aber mitgebracht haben, weil es einfach dazugehört. Irgendjemand muss ja schließlich die Dellen aus den Rüstungen raushämmern. Es folgen Jacques de la Rochelle, Sir Hugh Fitz-Tancred aus Carcassonne und natürlich der Sieger des letzten Turniers, Tancred de Chasseur, ebenfalls aus dem schönen Artois. Nachdem dann diese Aufnahmen gemacht worden sind, haben wir die restlichen Statisten aufgebaut und so kam dann dieses Turnierlager zustande. Die Zuschauermodelle sind alle aus dem Bereich der historischen Figuren, weil da gibt es einfach diese Zivilisten, die stellen die großen Hersteller für die Systeme meistens ja gar nicht her. Das führte dann allerdings auch dazu, dass es so schöne Szenen gibt wie hier mit den 3 erfahrenen alten Rittern. Das sind nämlich von rechts nach links Edward Duke of York, Thomas Lord Camoys und links außen Sir Thomas Erpingham, die eigentlich alle zum Stab von Heinrich V. gehören. Hier waren sie eben nur alte Ritter, die sich das Turnier anschauen wollen. Szenen wie die waren uns genauso wichtig wie dieser arme Bursche hier, der gerade eine gewaltige Moralpredigt bekommt. Natürlich durfte auch bei einem Turnier eine Taverne nicht fehlen. Die ist noch ein bisschen rudimentär, was den einen oder anderen Zuschauer allerdings nicht davon abgehalten hat, nicht schon morgens kräftig einen hinter die Binde zu kippen. Neben diesen kleinen Szenen durfte natürlich auch das Publikum nicht fehlen, das den Rittern beim Einzug in die Festung von Lyonesse zujubelt. Schließlich ist so ein Turnier auch eine Veranstaltung für das Volk. Ihr müsst mir mal den Bauern zeigen, der es nicht gerne sieht, wenn sich die hohen Herren selber von ihren Pferden in den Dreck stoßen. Die Zuschauer sind dann auch genau so, wie sie jetzt standen, stehen geblieben. Die Figuren passen natürlich alle vor einem historischen Hintergrund nicht zueinander, wie man hier an den 3 Roux sehen kann. Aber darum ging es hier ja auch nicht. Hier ging es um Spaß, der stand im Vordergrund. Wahrscheinlich vor allem für die 4 Burschen hier, die sich auf die Stadtmauern hochgeschlichen haben, ohne dass die Wache es mitbekommen hat. Schließlich zum Abschluss ein Balkon für die Damen und die hohe Geistlichkeit. Schließlich wollen die nicht zwischen dem einfachen Pöbel stehen und sich noch Bier auf ihre feinen Kleider schütten lassen, weil die Bauern zu laut und zu überschwänglich jubeln. Nachdem alle Statisten ihren Platz gefunden hatten, begannen dann endlich die Filmaufnahmen. Take 1, los! Bonjour, bonjour, meine lieben Zuschauer, edle Adelige, die zuschauen und natürlich der dreckige Pöbel, der auch nach Lyonesse gekommen ist. Nachdem dann alle Statisten an Ort und Stelle waren, begannen die Dreharbeiten.
Das erste Exerzitium war das Ringestechen. Dafür reitet der Ritter an der Stechbahn entlang und sticht dem Knappen mit der Lanze einen Ring aus der Hand. Das können wir natürlich mit unseren Figuren nicht so darstellen, aber unseren Ritter an der Stechbahn entlang reiten lassen. Das klappt. Und zwar, wie ihr seht, ziemlich einfach, indem er einfach auf ein Stück Pappe gestellt wird, auf der er an den Knappen vorbeigezogen wird. Natürlich alles hinter der Stechbahn, denn die Pappe soll ja keiner sehen. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, hat das nicht immer bei der ersten Aufnahme geklappt und die Ritter blieben an der Stechbahn hängen oder wie hier zu sehen, eine Hand kommt ins Bild. An dem Punkt steht man dann vor der Wahl, entweder die Szene kürzen oder das Ganze nochmal machen. In den meisten Fällen haben wir uns dann für nochmal machen entschieden, denn wir haben den Text live eingesprochen. Daher kommen dann auch immer wieder mal Versprecher während des laufenden Gesprächs, aber es sind ja schließlich 2 Herolde, die das Geschehen auf dem Turnierplatz live kommentieren. Wir hatten dabei auf jeden Fall eine Menge Spaß und ich hoffe, das merkt man auch im Video. Fertig sieht das Ganze dann so aus. Reynard de Keer nimmt Anlauf, legt die Lanze ein und galoppiert los. Der Knappe hält die Ringe hoch, de Keer kommt vorbei und er trifft. Mit der Sauhatz kamen wir dann zum ersten wirklich richtig kriegerischen Exerzitium. Natürlich haben es sich die beiden Herolde nicht nehmen lassen, das Turnierfeld persönlich aufzusuchen, um sich die Sau aus der Nähe anzusehen. Nun, mein lieber Guillaume, was hältst du von dem großen Exerzitium, die Sauhatz? Wie ich hörte, sind die neuen Ritter, die eingetroffen sind, damit nicht so vertraut wie die anderen Ritter, die es schon länger hier gibt. Die Jagd ist und bleibt ein wichtiger Teil der ritterlichen Ausbildung, also müssen Sie diesen Teil eben nun nachholen, wenn Sie ihn vorher nicht erlernt haben. Aber ich denke, unsere Sau hier ist groß genug, dass sie jeder wenigstens einmal treffen könnte. Ja, ansonsten wäre es eine große Schweinerei, nicht wahr? Wie auch beim Ringestechen vorher und bei den folgenden Exerzitien haben wir hier auch ein paar Proben machen müssen. Zuerst stand die Stechbahn zwischen Reiter und Sau. Das war ein bisschen merkwürdig. Und wir hatten auch einige Fehlversuche, wie ihr gleich sehen werdet. Nun, Chevalier de Keer, legt eure Lanze ein und reitet an. Er legt die Lanze ein, galoppiert los und Bleibt hängen. Ah. Nochmal. Es folgte eine kurze Beratung, wie es weitergehen soll. Wir können das Ding weglassen, oder? Das ist weit genug oben. Ja, so ist gut. Das sieht doch irgendwo dann schicker aus. Finde ich jedenfalls. Also. Meinst du, dass der einfach so reitet? Ja, genau. Bei der ersten Turnei war die Sau doch auch nicht hinter der Stechbahn. Stimmt. Egal. Gut, wir probieren es nochmal. Jo. In den nächsten Takes sind die Ritter dann freigeritten. Entsprechend sah das Ganze etwas eleganter aus. Und es ist auch keiner mehr an der Stechbahn hängen geblieben. Also, Ritter Sigmund legt die Lanze ein und versucht die Sau zu erwischen. Er legt die Lanze ein, galoppiert und er trifft. Einen Oculi für Ritter Sigmund. Nach der Sauhatz wurde es dann wieder etwas friedlicher, denn das Bechergreifen stand auf der Liste. Wie auch bei der Sauhatz wurden die Ritter auf Pappstreifen gestellt und dann hinter den Schranken entlang gezogen. Um das Ganze im Video dann etwas lebendiger wirken zu lassen, wurde der Ritter vor und zurück bewegt, damit es so aussieht, als ob er sein Pferd gerade anspornt. Bevor es dann aber wirklich ans Bechergreifen ging, bekam jeder Ritter noch einmal seinen Moment des persönlichen Ruhms, indem er an den Schranken entlang galoppierte und sich von den Zuschauern bejubeln ließ. Nachdem dann diese Aufnahmen erledigt waren, haben wir Fässer ans Ende der Schranken gestellt, um darzustellen, dass dort die Becher stehen, die sich die Ritter greifen sollen. Und so sieht dann die fertige Sequenz von Tancred de Chasseur aus. Nun denn, Tancred de Chasseur, reitet an und holt euch den ersten Becher. Und er hat den Becher. Oh, aber er trinkt nicht. Oh. Oh, die Ritter sind vorsichtig. Was immer dort in dem Becher ist, es wird seine Gründe haben, dass er ihn nicht leer trinkt. Nun denn, macht er kehrt und schnappt sich den zweiten Becher. Alsdann Tancred reitet an. Und er greift auch diesen Becher. Oh, er verschüttet. Oh nein, er fällt zu Boden. Auch für das Wettreiten wurden die Ritter auf einen Pappstreifen gestellt. Diesmal allerdings so breit, dass 3 Mann nebeneinander reiten konnten.
Und auf das Startsignal begann dann das Wettreiten. Was folgte, waren die vermutlich ersten Drohnenflüge, die Bretonnia jemals gesehen hatte. Die Ritter reiten an der Bande entlang, diesmal ohne den Pappstreifen, einfach weil es sah schicker aus und es verlieh dem Ganzen eine gewisse Dramatik, dass immer wieder die Kamera um die Ritter herum bewegt wurde und diesmal nicht andersherum. Schließlich kam es auch zu dramatischen Szenen, als die beiden Ritter aus Artois begannen, einen lange schwelenden Streit während des Wettreitens auszutragen. Ihre Pferde gerieten aus dem Tritt, was dazu führte, dass Ritter Siegmund aus dem Imperium vom Pferd fiel. Das lag allerdings nicht daran, dass Balduin und ich den Ritter aus dem Imperium schlecht dastehen lassen wollten, sondern daran, dass er sich auf dem Postweg von seinem Pferd gelöst hatte, und so haben wir dieses kleine Malheur einfach mal für unsere Zwecke ausgenutzt. Trotzdem ist er tapfer wieder auf sein Pferd gestiegen und hat das Rennen bis zur letzten Runde mitgeritten. Der Kampf gegen die Bestie von Lyonesse war nicht nur etwas, dem die Ritter entgegengefiebert haben, sondern auch Balduin und ich. Die Bestie ist so gebaut, dass sie sich drehen kann, und genau das wollten wir eben im Turnier auch in Szene setzen können. Natürlich lief auch das nicht ohne anfängliche Fehler ab, wie ihr gleich sehen werdet. Als erstes reitet Renard de Guerre auf die Bestie von Lyonesse an. Er geht seinem Pferd die Sporen, legt die Lanze ein und galoppiert los und er schlägt. In die falsche Richtung. Nee, er hat richtig. Das ist nur stehen geblieben. Nein, guck, er schlägt ja das nach hinten. Guck, so. Ja. Verkehrt rumgewickelt. Ich wollte mal ganz kurz festhalten, der Special Effekt für die Bestie von Lyonesse wird hier sehr sorgsam von uns beiden in Szene gesetzt. Also es wird ein sehr durchsichtiger Draht um einen Stahldraht gewickelt, der als Scharnier gilt. Und wir versuchen jetzt hier den Special-Effekt möglich zu machen, um zumindest 2- oder 3-mal anzudeuten, dass ein Ritter auf die Bestie von Lyonesse schlägt, damit sich es dreht. Die Hauptarbeit ist Wickeln. Wickeln. So, okay, ich hoffe, es sollte funktionieren. So, die Waffe ist geladen. Waffe ist geladen, sehr gut. Und die Kamera wird jetzt aufgestellt. Ja. Und selbst dann waren wir nicht vor Problemen gefeit, denn mit ein wenig zu viel Kraft ist dann die Bestie aus ihrem Sockel gerissen worden und abgebrochen. Als nächstes ist Ritter Siegmund aus dem Imperium angetreten gegen die Bestie von Lyonesse. Als denn Ritter aus dem Imperium reitet an. Er galoppiert los, legt die Lanze ein und er trifft. Oh. Ich zähle 9 Umdrehungen. Ja, wenn die Ritter aus dem Imperium eins können, dann Dinge kaputt machen. Scheiße! Das sorgte natürlich für Aufregung und sofort sind die Mechanikusse ans Werk gegangen, um die Bestie zu reparieren, damit das Exerzitium, auf das alle so lange gewartet hatten, auch richtig zu Ende gebracht werden konnte. Nach diesem kleinen Unfall auf dem Turnierfeld repariert der Wieland jetzt mal die Bestie von Lyonesse und klebt jetzt mal hier ein bisschen improvisationsmäßig. Also ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das jetzt hier ohne den Wieland machen sollte. Also, ne? Mir wäre bestimmt schon irgendwas eingefallen, aber es hätte eine Weile gedauert. Und ich wäre heute bestimmt noch nicht ganz fertig geworden. So, das ist aber nicht die Nadel, ne? Nein. Das ist, machst den Draht raus. Und Okay. Höchste Konzentration. Na komm. Was ist das denn? Feigheit vor dem Feindtier oder was? Bisschen senkrechter. Ja. Naja, jedenfalls ist das jetzt ziemlich. Ja, es ist schon spät. Aber wir wollen das noch durchziehen. Also auf jeden Fall die Bestie von Lyonesse, die muss natürlich rein. Und dann machen wir den Jost. Jetzt müssen wir die
Beste halt. Für den Tjost sind Jacques de Claude und Guillaume de Clochard dann wieder von ihrem Balkon heruntergestiegen und haben sich direkt neben die Schranken gestellt, um das Geschehen aus nächster Nähe zu beobachten. Natürlich wurde vorher erklärt, wie der Tjost ablaufen soll. Hallo und einen schönen guten Abend. Wir sind hier am 3. Tag des Turniers von Lyonesse. Wir haben jetzt beschlossen, die Ritter gegeneinander antreten zu lassen. Der Tjost ist das Höchste, was auf einem Turnier geboten wird. Hierbei versuchen sich die Ritter mit ihrer Lanze gegenseitig aus ihrem Sattel zu heben. Da wären zunächst Chevalier Renard de Guerre und Chevalier Philippe de Forêt. Diese beiden werden als allererstes gegeneinander antreten. Also dann Ritter in die Bahn und die anderen Ritter an die Seite. Wir werden uns jetzt genau ansehen, wie dieses Gestech verläuft. Wie auch in den vorherigen Exerzitien, in denen sich die Ritter frei bewegen mussten, haben wir sie einfach auf Pappscheiben gestellt und dann aneinander vorbeigezogen. Waren die Ritter aneinander vorbei, war dann schon die halbe Szene im Kasten, wenn man so will. Und obwohl wir immer wieder aufgepasst haben, ist natürlich auch noch der eine oder andere Patzer passiert, so dass die Szene wenigstens teilweise noch einmal nachgestellt worden ist. Mein Daumen ist drauf. Warte, dann gehen wir noch ein bisschen näher. So, wir müssen ja nur den Moment haben, wo die beiden da aufeinander prallen. Fertig sah das Ganze dann so aus. Also denn, Chevaliers, legt die Lanzen ein und reitet an. Oh, da kracht es. Ja, die Lanzen treffen. Manchmal kam es allerdings auch vor, dass Bild und Ton gar nicht zusammenpassten, weil die Ritter sich nicht schnell genug bewegten oder schlicht und simpel mal wieder an den Bases hängen blieben. Die dritte Paarung sind Chevalier Tancred de Casseur und Chevalier Hugh Fitztancred. Ritter, gebt euren Pferden die Sporen. Oh, ein Treffer! Scheiße! Nochmal. Aber die Spur können wir ja nehmen. Ja, die Spur können wir nehmen. So, und noch vorbei. Die Tonspur haben wir dann oft verwenden können, denn es war schließlich wichtig, dass die Ritter zum richtigen Zeitpunkt zusammenstoßen. Also wurde alles im Schnitt geregelt. Es gab aber auch genug Szenen, die nach einem Take im Kasten waren, wie Ritter Siegmund und Chevalier Jacques de la Rochelle hier beweisen. Als nächstes sind Chevalier Jacques de la Rochelle und Ritter Siegmund von Hochland. Die beiden legen ihre Lanze ein und es wird spannend. Reitet an! Sie geben ihren Pferden die Sporen. Ui. Treffen. An der Bestie konnte Ritter Siegmund schon beweisen, was für einen starken Arm er hat. Auch im Tjost konnte er es wieder unter Beweis stellen und konnte Jacques de la Rochelle aus dem Sattel heben, der sich gerade erhebt, und die Knappen reichen ihm einen Becher Wasser. Das war also das Making-of der großen Turnei von Lyonesse. Baldo und ich hatten eine ganze Menge Spaß. Ich hoffe, das merkt man im Video und ich hoffe, das hat man auch im Making-of gesehen. Es war auf jeden Fall sehr schön, die ganzen Situationen nochmal Revue passieren zu lassen, wenn die Ritter an den an den Schranken hängen geblieben sind oder als wir die Bestie von Lyonesse geschrottet und wieder repariert haben. Das war schon toll. Vom Bogenschützenturnier gibt es leider keine Aufnahmen. Das liegt einfach daran, dass es zu dem Zeitpunkt schon so dunkel war, dass meine Kamera nicht mehr mitgemacht hat und ich hatte auch keine Scheinwerfer dabei. Die Aufnahmen waren nicht zu gebrauchen. Egal wie hell ich es gedreht habe, das sah dann nicht mehr schön aus. Deswegen haben leider die Bogenschützen im Making-of diesmal keine, ich sage bewusst dieses Mal, weil beim nächsten Mal bekommen sie es, diesmal keinen Auftritt gehabt. Aber ich denke, der Rest des Making-ofs entschädigt dafür, dass die Bogenschützen diesmal nicht dabei sind. Beim nächsten Mal werden sie es auf jeden Fall sein. Wann das nächste Mal ist, das weiß ich noch nicht und das wussten Baldi und ich am Tag, als wir fertig wurden, auch noch nicht. Es wird auf jeden Fall ein drittes Turnier kommen, weil das Ganze soll ja einen Abschluss bekommen. Aber wann das jetzt sein wird, ob das in diesem Jahr passiert oder vielleicht sogar erst Anfang nächsten Jahres, keine Ahnung. Ich sitze jetzt momentan auf jeden Fall an noch mehr Statisten, auch wenn mir Zivilisten im Augenblick ziemlich zum Hals raushängen. Und bretonische Ritter an sich leider auch ein bisschen. Ich habe so viel Heraldiken gemalt und so viel Zeit da rein investiert, dass ich sagen muss, erstmal nicht, auch wenn der Hintergrund hier was anderes vermuten lässt. Aber nee, im Augenblick
brauche ich erstmal keine Ritter. Jedenfalls für ein paar Tage nicht. Das war also auch nochmal mein kleiner Beitrag zur Turnei von Lyonesse. Wenn ihr jetzt erst dieses Video gesehen habt, dann schaut euch die Turnei auf jeden Fall an. Das lohnt sich sehr. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die zu drehen. Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Und natürlich lasst dem Balduin und mir ein Like, einen Kommentar und am besten natürlich auch ein Abo da. Denn das können alle YouTube-Kanäle immer gut gebrauchen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns bald in meiner Schmiede wieder.